floor. Muchas gracias por participar en esta aclaración, que es lo único que pretende el Ayuntamiento hacer. Thank you for coming. Esta reunión que hemos hecho es simplemente para intentar de aclarar cualquier duda de las que posiblemente ustedes tengan o que haya surgido. Ya estamos aquí, las responsables de estadísticas, para intentar, como digo, resolver cualquier problema que ustedes puedan tener, tanto en el número de policías, como en las calles, como ahora a la hora de empadronarse. Thanking you that you are coming to this meeting. This meeting primarily is actually to explain the numbering of the streets. And all these mysterious blue numbers, or white numbers with blue backgrounds, which actually are placed already on certain walls. They want to explain this, and for this reason, like I mentioned before, the responsible person from the Statistics Department, Maria Dolores, is here, and she will explain it. So this meeting is to explain why this numbering and these numbers are getting placed on the house walls. And afterwards, after her presentation, if you have any queries, any problem, any question, she is here to answer you that. Okay. Jetzt in Deutsch. Der Stadtrat also begrüßt Sie herzlich, bedankt sich für Ihr Kommen und sagte, dass dieses Treffen ist ausdrücklich dafür da, die Nummerierungen der Straßen zu erklären. Es gibt also die blauen Nummern, also die weißen Nummern mit blauem Hintergrund, die an einigen Haushalten schon angebracht sind. Dies wird heute erklärt und einige Missverständnisse sollen hier damit aus der Welt geschafft werden. Ja, diesbezüglich ist die Chefin gekommen vom Einwohnermeldeamt in Orihuela, die mittels einer PowerPoint-Präsentation das System erklären wird. Und falls dann irgendwo ein Zweifel noch besteht bei euch, könnt ihr Fragen stellen und die Maria Dolores wird das beantworten. Aquí lo tienen que demostrar con un certificado del padrón. If you live here, of course you need a proof, like at this empadronamiento, you need a proof where you exactly live. And this work, what we are doing at the moment, is that the direction, your address, is exactly the same how it is actually mirrored in these official documents. And this is why actually this numbering taking place at the moment. Okay, die Arbeiten werden gemacht, damit die Daten, die im Padron sind, exakt genau der Realität entsprechen. Das heißt, wo Sie wohnen, muss das natürlich auch in einem offiziellen Dokument widerspiegeln. Und das ist das Padron. Und deswegen wird die Nummerierung momentan gemacht. Además, no solo para hacer constar que ustedes viven aquí, sino también para que reciban mejor el correo, para que tengan menos problemas a la hora de que tenga que acudir una ambulancia, policía, etc. Und das darüber hinaus, and further on, it's also not very good for that the post is actually, that you actually receive the post, and in the case of an emergency, that the ambulance and the fire workers can find you more quickly. Und des Weiteren ist es natürlich auch ein Vorteil für die Postzustellung, das heißt die Postboten dann ist leichter, ihr Haus zu finden, und im Falle eines Notfalles, Krankenwagen und Feuerwehr kann schneller das Haus finden. Entonces, por eso estamos aquí, para explicarles y además para que ustedes manifiesten sus problemas y que nos digan los errores que hayamos tenido, porque también los tenemos, porque somos humanos, para arreglarlos. For this reason we are here to explain it, yeah, and the question you have we can answer, and of course if there are certain errors existing, of course we are human beings, there are possible that there are errors existing, so we try to solve these errors. Okay, wir sind also hier, das zu erklären. Und falls also irgendwo ein Fehler aufgetaucht ist, ja, wir sind natürlich auch Menschen, wir sind sicher, dass irgendwo Fehler existieren, sagen Sie uns das bitte und wir versuchen dann diese Fehler zu bereinigen. Also Orihuela belongs to the province Alicante, Orihuela gehört zu der Provinz Alicante. Su superficie es de 364,54 kilómetros cuadrados. The square meters, it's difficult, how much is the square meters exactly? 365 square kilometers. Also Orihuela gehört zur Provinz Alicante und hat eine Oberfläche von, also eine Ausbreitung von 365 Quadratkilometern.
Orihuela Costa is separated, but it belongs to Orihuela. Orihuela Costa ist von Orihuela etwas abgegliedert, aber gehört zu Orihuela. Like you know, the expression Pedania, the small villages around Orihuela, Orihuela has a lot. The Orihuelanos, or the people from Orihuela, actually consider Orihuela Costa like Pedania, like a little village apart from Orihuela. Wie Sie wissen, hat Orihuela ja viele Pedanias, also kleinere Dörfer im Umkreis von Orihuela. Und die Orihuelaner, also die Personen von Orihuela, denken eigentlich, wenn sie an Orihuela Costa denken, an eine Pedania, an ein kleines Dorf. Como verán, los núcleos de población están delimitados. Now you see actually the center of the population, they're actually marked. Estos núcleos de población comprenden varias urbanizaciones juntas. There are actually various organizations together. Also die Bevölkerungszentren sind also umkreist, ja, und jedes Bevölkerungszentrum beinhalten mehrere Wohnsiedlungen zusammen. Most people will think they're actually living in organizations. Okay, all these centers are including different organizations, but also residencias, residential areas. What is residencia? I asked what is the difference between organization and residencia. For example, an apartment block is called a residencia because there are people living. Ja? Okay, jetzt auf Deutsch, diesen Zentren, also die Bevölkerungszentren sind 37, das Bevölkerungszentren beinhalten mehrere Wohnsiedlungen oder Urbanisationen. Was aber auch der Fall ist, innerhalb dieser Zentren sind Residenzien. Ich habe Sie dann gefragt, was ist der Unterschied zwischen einer Urbanisation, einer Wohnsiedlung und einer Residencia. Sie erklärte das so, dass in einem Wohnblock ist eine Residencia. Das ist keine Wohnsiedlung, sondern eine Residencia, weil in einem Wohnblock mehrere Personen wohnen. Okay, now to explain this, for example, to the example. Calle Venus, you see there is 77. This is actually the number from the town hall. And then the house door number, okay, this is actually a detailed chart at the moment. We cannot see the number correctly, but I think it is 97 or something. That means that this house would be Calle Venus, number 77, house door number. Puerta 67. Puerta 67. The house door is 67. She just looked in the plan and she could see it on the PowerPoint presentation. The house door number is 67. No, jetzt als Beispiel. Jemand wohnt in der Calle Venus, in diesem freistehenden Haus, und hat die polizeiliche Nummer 77. So, dann wohnt sie also Calle Venus, Hausnummer 77, Nummer 77, Hausnummer oder Puerta 67. Okay, machen wir das. The numbers you actually have, the usual house numbers, are actually numbers which actually the promoter, the constructor gave you, your house, your organization, to get actually the legal documentation of the organizations. But these numbers have nothing to do with the town hall numbers. And this is what we're actually doing at the moment. We have to put town hall numbers to each organization. Die Hausnummern, die Sie alle kennen, sind keine Nummern vom Rathaus, sondern sind Nummern von dem Bauunternehmer. Als er die Wohnsiedlung gebaut hat, musste er natürlich die Parzellen und die Häuser nummerieren, um auch die legalen Papiere diesbezüglich zu erhalten, haben aber mit dem Rathausnummer nichts zu tun. Okay, now she is actually pointing out the importance, if there's a change, if you are changing your property, if you are changing your address, please tell us so. We have very often, for example, in the case of non-Spanish residents, they sold their property and they didn't tell us. They didn't say that they actually moved back to England. And then this person, of course, is still officially registered. Now imagine that another person bought this property and is only using it like a holiday home. He doesn't even know that officially in his house is living another person. Now the person is buying a house and he wants to register, yeah, he wants to stay to live here, and comes to the town hall and finds the surprise that officially in his house is still living someone else. So please, you have to, if you're actually changing your address or you're going back where you came from, then please tell the town hall that you're actually unregistered from the patron. Otherwise, for us it's impossible to actually control the system. Okay, auf Deutsch. Sie erklärt, es ist sehr, sehr wichtig, falls Sie Ihre Anschrift verändern, falls Sie umziehen in den Ort Orihuela, teilen Sie uns das bitte mit, weil ansonsten wissen wir natürlich nicht, wer wirklich wo wohnt. Wir haben das sehr häufig, dass also Leute ihr Haus verkauft haben und der Käufer zum Beispiel das Haus nur als Urlaubsziel benutzt. Dann ist da immer noch eine Person drin, offiziell, die lebt offiziell, was Sie gar nicht wissen.
Jetzt haben sie zum Beispiel ein Haus gekauft und wollen hier leben, kommen zum Rathaus und sind dann erstaunt, dass offiziell noch jemand anders da drin wohnt. Und das ist ein Fehler, weil der Vorbesitzer natürlich nicht zum Rathaus gegangen ist und sich abgemeldet hat offiziell. Deswegen ist es für uns sehr wichtig, also wenn das der Fall ist bei Ihnen, bitte teilen Sie es dem Rathaus mit.